überhaupt nicht. Ich habe ja Helena Gemmel schon angekündigt vor der Mittagspause, deshalb ohne Anmoderation. Nach der musikalischen Einleitung geht's dann los. After this musical introduction, we'll follow up with Helena Gemmel.
Dann darf ich euch ganz herzlich zur Nachmittagseinheit begrüßen. Hello, I would like to Am Vormittag haben wir greet you, welcome einen you ganz for our weiten afternoon session. Raum aufgespannt und wollen jetzt am Nachmittag eher We ein suddenly bisschen opened up our kleinschrittig space here, einzelne Themen anschauen. Wir hier wollen but would like to look at Meditation several ein bisschen vertiefen. smaller topics Das here, heißt, eine meditative Praxis ohne talking about Hilfsmittel. meditation without any Und wollen uns support dabei anschauen, was die of letzten 30 substances, Jahre etc. an wissenschaftlicher Forschung im Bereich der Meditation We will look at beigetragen haben, sodass research from jeder eine 30 years meditative back till now Praxis finden kann, die ihm taugt and look und die that ihn everyone darin unterstützt, im might Alltag be able natürlich, to find aber their auch bei den individual meditative Intensivseminaren, practice, immer weiter und immer tiefer vordringen where zu one können. can go further and deeper. Meditieren kann man im Sitzen und im Liegen, One so can meditate wie while ihr das jetzt standing gerade macht und so wie wir and das laying gestern down, bei Vanya Palma gesehen haben. as you did now Man or kann as we im saw yesterday Stehen meditieren, in the in achtsamen movie with Vanya Gehmeditationen. Palma. Man kann One aber auch can im Rennen meditate meditieren. walking, running. Dann, wenn da der Sympathikus ganz aktiviert So ist, when the sympathicus wenn is die fully Muskelaktivität, active, die when the Herz-Kreislauf-Aktivität muscle stark activity and the ist und dann blood circulation plötzlich very strong so is. ein Zustand And suddenly there is a state wo of der Geist ganz weit wird, where the wo so ein Flow-Zustand sich einstellt, wo sich so eine Körperwahrnehmung einstellt, dass es wie nicht mehr anstrengend ist. spirit Wenn will man expand nicht nur auf and die eigene no effort is needed Körperenergie anymore. angewiesen ist, sondern wie von When I'm not relying on my own der Umgebung bodily Kraft energy anymore, zieht, but I can get energy from zum my Schall, surroundings. zum Hall. Hört ihr das auch? Fiebt. Klingt's gut? Dass man nicht nur auf die eigene Kraft angewiesen ist, auf die eigene So I'm not only Muskelkraft, sondern wie relying on my own muscle selbst force, but hinausgetragen ist, I go angeschlossen ist beyond an myself, Kräfte, die von außen maybe einem connected to forces from the outside, zufließen und man coming eine to me Leichtigkeit spürt, with a es ist nicht certain mehr lightness, anstrengend, without eben so einen any Flow-Zustand, effort, den Langstreckenläufer kennen. like a state which Man is kann known auf for ein Koan meditieren, long distance eine runners. Art Rätsel, das der Verstand nicht lösen kann. Man kann auf ein One can Mantra recitate, meditieren. recite Man kann mantras sich auf den or Atem paragraphs out of the beim Quran. Meditieren. Man kann mit geschlossenen Augen und One mit can offenen Augen close their meditieren. eyes or keep them open. Unsere individuelle Verschaltung im Our Nervensystem individual ist connection so in our individuell, nervous dass der system is so individual, just as our fingerprint. unterschiedliche Möglichkeiten, There's so den many Eingang zu different finden in possibilities to meditative find the Zustände. entrance into meditative states. Wenn man seine eigene meditative Praxis vertiefen möchte, And when one wants to intensivieren möchte, intensify hilfreich sein, their own meditative practices, it can be useful ungewohnte Möglichkeiten mit einzubeziehen. to include Was sehr hilfreich unusual ist, um in die Meditation hineinzufinden, situations, ist sanfte practice Bewegung. methods. What is also useful Bewegung, are die uns hilft, very soft movements, wie wir es heute Morgen auch rhythmics, schon gehört haben, rhythmic aus dem movements. Gedankenraum, aus dem Denken, das ja in unserer Kultur sehr im Alltag So sehr vorherrschend ist, in den Körper hineinzufinden. that would be a way to find the way out of thinking, of a very Bewegung, am Anfang rich von einer in thoughts Meditation way of life, kann auch deshalb coming sinnvoll more to sein, the weil die Entstehung des Gehirns evolutionär to one's gesehen own ganz eng mit Bewegung verbunden war, und zwar als Bewegungsvorbereitung, emergence. also als Handlungsvorbereitung, creation. um immer feinere,
differenziertere Handlungen vorzubereiten, hat sich das Gehirn überhaupt entwickelt. The brain only developed Diesen Teil des Gehirns abholen wollen, bevor wir dann den Körper ruhig halten through oder in learning to Zustände calm down the reingleiten, body kann es and einfach sinnvoll sein, diesen get into deeper states, evolutionär angelegten Teil which is abzuholen. an evolutionary state, actually. Bewegung kann auch sehr hilfreich sein, wenn wir in der Meditation ein bisschen müde werden oder Movement merken, can dass wir also be gedanklich useful abschweifen. when we Dann hilft get a bit tired Bewegung, during in meditation die Gegenwart zu kommen. Der Körper ist immer in der to Gegenwart. come back to the present moment. The Vielleicht body is mal always zu in the berühren, zu present schauen, moment. ist mir noch bequem, kann ich es mir One irgendwie option noch ein would bisschen be bequemer machen. to touch the body, to Also während der check whether I'm Meditation, comfortable noch nicht the an way dem I'm Punkt sitting or angelangt ist, wo man wie ein Zen-Mönch im Lotussitz für Stunden sitzen kann. and that's Dann for the ist es case gut, sich dort selber when one is abzuholen, not immer wieder. just like a Zen Und Bewegung monk kann auch dann sitting sinnvoll in sein, a wenn full wir lotus. in meditativen Zuständen in sehr hochschwingende energetische Zustände kommen, die wir One can vielleicht also noch come nicht ganz into a very beeinflussen high können. energetic Und wir würden uns states. gerne wieder ein bisschen erden, wieder ein bisschen mehr zentrieren, dann kann Bewegung einfach auch sehr hilfreich sein. Beginnen möchte ich damit, was für eine I would like to Freude es begin ist, anzuerkennen, in welchem with the Netz wir eigentlich pleasure alle verbunden sind, dass es immer wieder Menschen gibt, die einem Inspiration where I zukommen find lassen, die people einem Wissen zukommen lassen, from whom I have man received dann, knowledge and zu inspiration sich nimmt, that has dass been man in incorporated sein System into hinein the lecture, nimmt, dass man wie verdaut und knowing oneself sowas as eigen part macht of an und energetic dann, web ja, in which möglicherweise receiving auch and wieder passing on weitergibt. Also is a dieses, cornerstone of Eingebundensein, reciprocity dieses and Netz, es that ist immer eine constitutes Freude, all das, living things. anzuerkennen. Jetzt schaue ich mal, ob ich das kann. Vielleicht habe ich es verkehrt. Habe ich ein Bild von der I brought a Kirschblütengemeinschaft picture mitgebracht, of our cherry blossom community. um nochmal zu würdigen und meinen Dank auszudrücken. Seit vielen Jahren forschen wir gemeinsam, wir inspirieren I would like einander, to wir fordern appreciate uns aus, wir tauschen uns aus. our community, the people I'm living with. Unterstützen uns. We are supporting each other, holding each Viele von other. denen sind ja in diesen Tagen hier Most of anwesend, them das heißt, ihr könnt die Are kennenlernen, present ihr during könnt these ansprechen. days of the Congress and you can approach them and get to know them. Jemand, der nicht da ist und von dem ich euch gerne ein bisschen erzählen möchte, Someone who's ist die not here and Marianne I would Benson. like Sie to ist in talk about Dänemark geboren is Marianne und hat Benson. ihre She berufliche was born in Karriere Denmark. begonnen als Körperpsychotherapeutin. She began her Sie hat professional dabei career as a über bodily 30 Jahre lang psychotherapist intensiv and has geforscht, spent wie the last 30 years entwicklungsphysiologisch intensively Gehirnbereiche researching the beim Fötus, scientific beim findings of the sich zu welcher Zeit neurobiological entwickeln, basis welche Nerven, of Bahnen developmental und psychology, Kerngebiete in bestimmten Zeiten sich entwickeln, was dort geprägt wird und wenn dort Defizite entstanden sind, wie man dann auf diese Ebene From this, she has hinkommen developed kann, her own dort therapeutic nachzureifen, tool, und was zu reparieren, wenn es das braucht. working with kids and youth. Daraus hat sie so ihre eigene Methode entwickelt und darüber auch ein Buch geschrieben, Neuroaffektive Therapie. She wrote a Ich book habe about die her own Ausbildung bei ihr gemacht developed und das hat tool, meine Neuroactive berufliche Arbeit Therapy. sehr inspiriert. This has inspired my Sie practice meditiert work a seit lot. 30 Jahren oder über 30 Jahren auf einer täglichen Basis. She has been practicing meditation for more than 30 years and is supported and guided in it by her meditation teacher. Yes, Bertelsen. Den Titel habe ich dann sehr
dankend übernommen für unseren From the merging of her therapeutic and meditative research, she has developed Neuro Affective meditation and has also written a very inspiring book about it, which has given this lecture its title. I have been using Marianne's instructions in my meditation practice since 2022. Das autonome Nervensystem auf das limbische Nervensystem und die kortikalen Strukturen. Ich möchte darauf hinweisen, dass wir da noch im Vorraum der Meditation uns befinden. Ich würde gerne mit euch ein bisschen anschauen, also wenn wir dieses Nervensystem als die Hardware bezeichnen, wie wir diese Hardware in den möglichst besten Zustand bringen können. First, we want to develop a map in relation to the triune brain, the autonomic nervous system, the limbic brain and the cortex, here especially the prefrontal cortex, to mark their tasks in everyday life and during meditation. This part of the map is located in the anteroom of meditation, so to speak. In other words, we could say that this part of the map deals with the hardware, the structural prerequisites that consciousness has, then used to move beyond everyday consciousness into other spaces of consciousness. Und wie den Körper in diesen ganzheitlichen Schwingungszustand bringen, sodass wir dann Sound meditation einen kleinen Abschnitt Text hören is another part of my structure, sound meditation with the monochord. And in order to then dive into deep dimension of meditation, we want to penetrate from the surface into the depth of perception in 4 stations. This map describes how consciousness slowly detaches itself from the hardware and shows itself in its very own quality. Finally, we want to exchange about what questions are open, what comments can be contributed, what peace was felt during the short sequences. Jetzt habe ich gesagt, ja, es gibt 3 Ebenen im Gehirn. So I said natürlich nur aus there are 3 Gründen auseinander. Tatsächlich ist circles lying on top of each other. mit der anderen verbunden und das geht rauf I und was runter. pointing up and down. Das soll diese Grafik hier mal illustrieren. This has been shown on the left side. Ups, das war jetzt zu schnell, aber ist ja auch egal. Wir beginnen mit der autonomen Ebene. Let's begin with the autonomic level. Für die Meditation ist einfach What we get from there for meditation is more energy, ein angenehmes, sinnliches Körperempfinden, a pleasant sensation, vor allem Sicherheit, and especially Wahrnehmung unter die Verankerung von safety, Sicherheit im Körper. awareness in the body. Yes. In der limbischen Ebene In the limbic level, wir uns unterstützen, starke we would like und to leidenschaftliche Gefühle support generieren zu können, and generate strong, vivid emotions of spezielle Gefühle anzupeilen compassion. und die zu intensivieren, die We want to intensify them, fühlbare Wirklichkeit im Körper werden zu feel lassen. Da habe ich ein paar aufgeführt. the truth Mitgefühl, Offenheit, Dankbarkeit, within us. Wohlwollen. Und For dann example, ganz openness, we want to spannend, find gratitude, einen Prozess, benevolence, also so wie wenn ich ein Gefühl going into im and out of Körper, im feelings. Nervensystem generiere, intensiviere, wie ich mit mir das lebendig mache, When I'm able to do lebendig this machen kann, for myself, fühlbar to in der Gegenwart make machen kann. those feelings Dann aber lively, auch ganz spannend, wie kann ich denn mich aus dem Gefühl wieder lösen? Was passiert but denn also da very im Körper? interesting, Was genau ist der Mechanismus? how can I resolve Wie such kann ich das feelings in my body? verfolgen? How can I follow Dass up? wir der wahren Natur von Gefühlen nachspüren, nämlich dass Gefühle kommen und gehen natürlicherweise. So to get a Dann werden wir sense entdecken, of es gibt so ganz klebrige feelings coming and Gefühle, going, die we will haften an, das ist schwierig, explore die that wieder there are loszulassen. feelings Dann gibt's which are Gefühle, very die man sich sticky sehr and wünscht, nach other denen man feelings sich sehnt, whom we are longing die for vielleicht gar and nicht so leicht so nah
zugeordnet sind. which are probably not easy to get in general or get close to. Kortikale Ebene, da vor allem der präfrontale Kortex. Da geht's darum, The other level dass is wir the immer prefrontal feinere level, where it is Differenzierungen about haben, auch a Worte high level haben, of mit denen wir differentiation, and Prozesse zu beschreiben, where we describe in uns certain nachvollziehbar processes zu machen, vermittelbar within zu machen, ourselves, dass wir in Beziehung gehen können. which enables us to go into relationship also in with uns eine, manchmal sagen wir unbeugsame Absicht deals with zu the entwickeln, willpower, eine with Absicht, die discipline, mich with trägt durch presentness, Stürme, durch Unwohlsein, durch Krisen, durch Ablenkung, where we get through storms, die through hole ich aus crises, der through this kortikalen Schicht. Und distraction. natürlich auch Disziplin, That's wenn ich finde, ich möchte eine what we get from the meditative Praxis prefrontal level. etablieren, im System vertiefen, dann brauche ich Disziplin, Gegenwärtigkeit und Bewusstsein. Mit der Abbildung von dem Baum With the image of this tree, machen, dass I would like to braucht, um in den meditativen make Raum to clarify hineinzufinden. what it needs Den meditativen Raum würde ich jetzt da in der Krone to verorten, bei den Ästen, bei den Blättern, bei den Blüten und bei den Früchten. Dafür braucht to es ein fill a gutes meditative Wurzelwerk space. und einen stabilen Stamm. It needs a Damit meine ich die Persönlichkeit, proper root and a strong trunk, die Persönlichkeit. to Dann gibt es einen explore ganz self-realization definitiven and development Übergang of von the der personality. Persönlichkeit in den Raum der Essenz, wo wir heute Morgen ja auch schon viel drüber gehört haben. Da kann ich nicht hinein mit All the meinen various Gedanken. forms of Das therapeutic ist ein and Raum, self-realization or self-knowledge in dem processes are die tools Zeit, for an das Erleben von ever-increasing Zeit capacity and entweder complexity verschwindet of oder developmental sich sehr processes. verändert. Die These Körperwahrnehmung indispensable kann sich sehr and verändern und sogar auch continuous ganz auflösen. explorations in the das ist dimensions of the everyday sehr self markanter Übergang. give us access to good self-care. Und, das, was Let ich us heute mit euch integrate besprechen unfinished möchte, and traumatic ist so ein life bisschen die events Brücke and bring back dazu. home Also was projected hilft mir, meine or Energie split off ausreichend feelings zu like stabilisieren an diesem Übergang? power, Was hilft mir, mich sexuality, noch mehr aliveness, zu entspannen, self-efficiency, sodass ich dann vielleicht sehr sanft anger, joy. in diese anderen Räume hineingleiten kann. Und Moreover, basic research in developmental psychology and neurobiology can give us a deeper understanding of how a meditation practice inspires a process of healing and transpiration that, with the help of continuous practice, slowly permeates our daily lives, our sleep and dreams, and even our death. Self-care, self-love is always a big topic. Dann spannend natürlich auch die Auseinandersetzung mit Verletzungen oder Erschütterungen, die noch im System sitzen. Die ganze Arbeit in der Traumatherapie, da geht es auch viel um das autonome Nervensystem, das werden wir noch anschauen. When it comes to hurts, traumata, etc., this will regard the autonomic nervous system, which we will be talking about later. Zu haben, uns zurückzuholen, was unser gefühlsmäßiges Erbe ist, Kraft, Sexualität, Lebendigkeit, Selbstwirksamkeit, Wut, Freude. Das ist im limbischen System kodiert und verankert. Joy, anger, self-efficiency, aliveness, and this is all anchored in the limbic system. Es gibt zwei
Verarbeitungsprozesse, die ich interessant finde, zu unterscheiden. Two Das eine brains ist of ein processing. Top-Down-Prozess. One is Oder called Prozesse natürlich, top-down die sind auf process Versprachlichung angewiesen. or processes. Die They're von dort relying ziehen wir Kraft zur Kontrolle und zur Disziplin. Von dort können wir Glaubenssätze hinterfragen und sie bilden unsere persönliche Geschichte ab. Also die Geschichte, die wir erzählen, wer wir sind, wie wir geworden sind, these wie wir sind. processes are Also was wir relying on erlebt verbalization. haben, was uns geprägt hat. They give us Und wo wir auch control eine and Geschichte discipline. erzählen über das, wie wir die Welt wahrnehmen. Und They will durch question meditative Praxis beliefs. kann es durchaus sein, dass dieses persönliche Narrativ sich sehr verändert. Und dann gibt es diese spannenden Bottom-up-Prozesse. Then there are also the exciting bottom-up Aus processes. den unteren Schichten des Nervensystems, also They aus begin dem with the limbischen Nervensystem und aus dem autonomen Nervensystem. limbic and Die entfalten sich autonomous nervous system, and Die kommen vielleicht aus der Intuition, aus dem they begin with the Bauchgefühl, spontaneous kommen and aus non-verbal Traumbildern experiences und that arise brauchen so in the eine deep Weile, bis sie sich unconscious ganz layers an die of the brain and Oberfläche rise from there gearbeitet haben, bis into sie sich consciousness. ausgedehnt haben und bis wir sie verstanden haben, zu uns genommen haben. They correspond to ancient evolutionary experiences of curiosity and joyful exploration. Genau. It Es is gibt in viele these bottom-up Therapie- processes Schulen, that we experience Therapiesysteme. something of Jemand our hat das mal gezählt und hat gesagt, es gibt existential über 2000. belonging. Und die sind entwickelt worden, um mit Symptomen und Themen zu arbeiten, die wir in unserer Biografie verorten, für die wir Erinnerung und Sprache brauchen. A lot of methods for Die therapy sind have nicht been developed geeignet, to work on symptoms, um in vorsprachliche Bereiche einzudringen. Also um Bereiche zu berühren, die aus Which der are späten Schwangerschaft kommen, suitable aus den to ersten work on Lebensmonaten memory kommen. and language. Sie sind auch Und nicht dazu to- geeignet, um dissoziative Bereiche zu berühren, traumatische Bereiche, which are in reach die by unserem memory and Bewusstsein language. und der bewussten Sprache nicht zugänglich sind. Und sie sind natürlich auch nicht entwickelt worden und auch nicht geeignet, um transpersonale Erfahrungen zu beschreiben oder zu fördern. Ken Wilber ist einer der ersten, Many der therapeutic eine methods, Entwicklung von and einem there are several Zustand thousands of them, have been vor, developed to während work und nach with einer issues and bestimmten symptoms that are Entwicklungsphase accessible to memory and beschrieben hat. language that we Und er locate hat in auch our beschrieben, remembered dass wenn wir das biography. nicht in uns erfahren haben und They are verorten generally können und not unterscheiden suitable können, dass for es dann eine gewisse immersing Verwechslung gibt, us zum Beispiel von in pre-linguistic realms, in the last phase in the womb and in the very first years of life, in the time when the patterns were formed through which we perceive ourselves and the world, when the narrative was formed with which we explain the world eine outside Entwicklung ourselves, beschrieben von einem Zustand, in dem eine bestimmte Fähigkeit in which noch our nicht suffering is erlernt often ist. foregrounded. Dann einen Zustand, in dem wir diese Fähigkeit erlernen und schlussendlich auch meistern. Und dann eine Phase, in der wir über diese erlernte Fähigkeit auch hinauswachsen. The pre-personal as well as the transpersonal development So können wir is zum not Beispiel based on a meaningful präpersönliche, narrative, persönliche und and therefore the transpersönliche work with narratives can Phasen neither do unterscheiden, justice aber to auch them nor prärational, promote them. rational und transrational oder Ken Wilber was one of the präegoistisch, first egoistisch to und distinguish a pre-personal, egoistisch. personal and transpersonal Und es perspective gibt to eben of development. auch, He describes how in any developmental process in der Welt und there's in a der therapeutischen Welt maturation from a Beispiele state in which we davon, do not yet dass have a diese Ebenen particular ability verwechselt werden to können
possessing and mastering that ability, and onto the stage in which we outgrow the ability. He suggests that if we do not know enough about the pre-personal and transpersonal, the pre-rational and transrational, and the pre-egoistic and trans-egoistic levels, it is easy to get confused, both conceptually and developmentally, whereby pre-personal experiences are exaggerated to the transpersonal level of transpersonal events, or transpersonal events are devalued as pre-personal. A striking and distressing example of this confusion is the life of Susan Siegel that she describes in her autobiography Collision with Infinity. Anteilnahme, aber nicht mehr dieses persönliche Gefühl, ich bin deine Mutter, du bist mein Kind, diese ganz persönliche Ausprägung von Beziehung, von Bezogensein auf dieser Ebene, ebenso mit ihrem Mann. Und sie ist davon ausgegangen, dass sie verrückt geworden ist und hat eine lange Geschichte von Psychiater zu ziehen, ist mit vielen psychiatrischen Medikamenten behandelt worden und erst viele, viele Jahre später ist sie mit buddhistischen Schriften in Kontakt gekommen und hatte plötzlich einen anderen Rahmen, in dem sie diese Erfahrung verorten konnte. In einem Interview ist sie gefragt worden, was sie dazu gebracht hat, nach einer solchen Erfahrung Psychotherapeutin zu werden. Sie hat gesagt, eine meiner Aufgaben scheint es zu sein, Psychotherapeuten zu erreichen. Ich habe eine Trainingsgruppe mit Psychotherapeuten ins Leben berufen, weil ich all dies den Therapeuten vermitteln möchte, deren Beruf es ja ist, Leiden zu beenden. Es gibt so viele starre Vorstellungen darüber, wie wir sein sollten und was gesund ist und was ungesund. Anstatt Menschen dabei zu unterstützen, die Dinge zu sehen, wie sie sind, hat dieser Berufszweig ein Diagnosehandbuch erstellt, das ein weites Gebiet menschlicher Erfahrungen pathologisiert. Allem, was entsteht, wird eine psychologische Bedeutung zugeordnet. Bestimmte Dinge werden als unerwünscht, abnormal oder funktionsunfähig angesehen und müssen somit ausgemerzt werden, damit eine in Anführungsstrichen Heilung oder in Anführungsstrichen Gesundung geschehen kann. Doch wer soll sie ausmerzen und warum? Das Unendliche erwartet nicht, dass irgendetwas ausgemerzt wird. Die Präsenz von Gedanken, Gefühlen oder Verhaltensweisen beeinflussen für keinen einzigen Augenblick die Unendlichkeit. Mega spannendes und lesenswertes Buch. Und ich würde sagen, diese schwierige Erfahrung und das nicht eingeordnet werden vom Umfeld hat dazu geführt, dass sie relativ früh eine Krebserkrankung entwickelt hat und daran gestorben ist. Erscheint es bei mir auch. Ich habe eine gewisse Verzögerung darin. Das ist ja jetzt vielleicht ein bisschen sowas wie Eulen nach Athen tragen. Ich würde es euch trotzdem Helena was describing the life of Susan Siegel and what brought her to be a therapist. And it's very complex. Sorry, I couldn't möglicherweise eben diese immer wieder zurückfinden in eine Zentrierung, sodass wir mit Stürmen des Lebens angemessen umgehen können, dass es uns immer wieder hilft, innezuhalten, dass wir dabei nicht in Überaktivität verfallen, aber auch nicht in Starre und dass wir stattdessen immer wieder den Weg dazu finden, unserem Innersten zu lauschen, uns dem Leben um uns herum zuzuwenden, mit dem in Verbindung zu stehen, uns dem zu öffnen
und uns wie den nächsten Schritt vom Leben zeigen zu lassen, wie diese Umkehrung der Bewegung, also mir etwas vom Leben zeigen zu lassen, anstatt ordnend, strukturierend, eingreifend mich über das Leben zu beugen. Ich finde beide Wege einfach sehr wichtig. Das vielleicht noch ein kurzer Anhängsel, dass die Entwicklung zu einer ganzen Persönlichkeit, die Befreiung So unsere the ganze development to Persönlichkeit a zu entfalten, personal nur zu einem character ganz kleinen Teil oder zu einem kleineren Teil, sage ich is mal, just davon a abhängt, dass wir little unsere part persönliche Geschichte aufarbeiten. Und dass wir stattdessen depending uns on auf die Ressourcen konzentrieren, auf die to look back to our history, to just look back to positive experiences. Da enorm viel beitragen kann, indem zum Beispiel unser Narrativ, unsere persönliche Geschichte sich wie ändert. And if we meditate, our narrative can change. We can see things in a different light. We can see the past in a bigger frame. We can recognize how certain events led to the person we are now. And the coloration that we carry with us about this narrative can change, can renew itself. So it's a praise to the meditative practice. So now we look a little bit more explicit on the structure of the autonomic nervous system. If we draw a map from the autonomic nervous system, in the vertical axis we can see den Aktivierungsgrad vom Parasympathikus bzw. vom Sympathikus, also das ist unser Erregungsniveau, da ist die Energie drin im autonomen we can see the level of activation of the parasympathetic nervous system, zur Regeneration, zur Reparation. Everything we need to heal, to repair. And we take the clearness, the awakeness from there. On the horizontal line ist abgebildet angenehm und unangenehm. Is written discomfort and comfort. Das kennen wir wahrscheinlich alle, wenn wir in meditative Zustände gleiten wollen, gibt es einen Reflex, eine Automatik, die immer sagt, das mag ich nicht. Die sagt, ja, if we get into a meditative state, we can experience a reaction that says, this is comfortable, this is uncomfortable, what does serve us, what doesn't. It's important to get through life. This is in the autonomic nervous system. It's coded there. Angenehm und unangenehm, eine entspannte, ruhiges Sein und eine Aktivität, die haben wir zusammen mit allen Säugetieren. This reflex we have with almost every creature on this earth. So eine zeitliche Phase, wo die geprägt wird von den letzten Wochen im Mutterleib bis zum 3. Lebensmonat. Da ist ein erstes prägendes Fenster
was das in unserem System We are influenced with this, with the last weeks in the uterus until the third. Dann wollen wir Wege finden, um auf diese Ebene wieder Harmonie, Gleichgewicht, And the third month. eben Entspannung, Sicherheit im Körper zu etablieren. So we try to establish safety Praxis nutzen, da kommen wir gleich in our body. Bis vor 30 Jahren sind wir davon ausgegangen, dass der Parasympathikus Up to 30 years ago, we thought that the parasympathicus is just a one-way nerve through all the body. Beforscht und hat herausgefunden, das ist nicht so. Es gibt zwei Äste. But now we know there are two strings. Ort, wo sie entspringen im Gehirn. Die haben eine They have two unterschiedliche different points where they start in the brain. unterschiedliche Aufgabe. They have a different System des Körpers, das task. Nervensystem soll unser Überleben sichern. So this autonomic nervous system is supposed to save our life. Kommen jetzt auch langsam überall einfach in den Praxen draußen an, dass wir unterscheiden in einen ventralen Ast. So we can distinguish between a ventral branch. Scheinen nur wir Menschen zu haben. In this ventral branch, we probably only humans have it. Nicht mit den anderen Säugetieren. Den dorsalen Ast teilen wir mit den anderen Säugetieren. The other branch, the dorsal branch, we also share with suction animals. Der ventrale Vagus. So what is doing the ventral vagus? Das, was wir unbedingt wollen und That what anfangen we für die Meditation, definitely need and try to approach in a meditation. So relaxation, Generation aus. silence, Es ist die peace, Voraussetzung regeneration, für reparation. Gesundheit. Es ist die Grundlage für Freundschaften, This is a base for friendship, für gemeinsames Arbeiten. Wie geht eigentlich gemeinsames for Arbeiten? community In den working. Gemeinschaftstagen, die wir vor 14 Tagen, letzte Woche vor 14 Tagen hatten, haben wir uns viel damit beschäftigt in Projektgruppen. Wie geht eigentlich It's the requirement for physical and wie geht mental das, health. Missverständnisse zu klären, Meinungsverschiedenheiten How can we talk about misunderstandings? zu finden, eine gemeinsame How can we find a das space together? Wie geht wirklich gegenseitige Unterstützung? How's Das ist alles im ventralen support Vagus working? verankert. This is centered in the ventral vagus. Unbedingt. Die Eltern-Kind-Bindung, liebevolle Beziehungen. The child-parent Das, was bound. ich in Leuchtbuchstaben über den ventralen Vagus schreiben würde, Sicherheit. So what I would write about the ventral vagus in neon letters is safety. Offenheit nach innen und Communication. Safety and communication. gleichförmige, offener Wahrnehmungsraum. Ich bin It's nicht a ganz space so for zu mir, ich bin aber auch nicht aus mir herausgebrochen. openness, Das perception. schenkt uns der ventrale Vagus, Relaxation. den wollen wir stärken, We want to strengthen the ventral vagus. den wollen wir bewusst anpeilen können in der Meditation. Was passiert, wenn uns etwas von innen oder außen aus dem ventralen Vagus die Aufmerksamkeit steigen lässt, uns wacher sein lässt, uns mehr an die Oberfläche kommen lässt? Es gibt vielleicht irgendwas, um das ich mich zu kümmern habe. Dann So the question is how we can activate zurückgefahren und der Sympathikus wird hochgefahren. Dann geht these different nervous systems. For example, when we come a little bit out again out of this meditative state is because the sympathicus is activating. Ich
I'm more outside. I see if there's anything that has to be done. How do I have to communicate with someone? in den gemeinsamen Raum zu finden. Wenn ich mit der erhöhten Sympathikusaktivierung, mit der Möglichkeit zu kommunizieren, zu klären, wieder gemeinsame Schwingung, with the wenn ich damit activated sympathicus, lösen kann, if I can't solve a situation with this, einen weiteren Überlebensmechanismus. then there's another instinctive survival reaction. Also in einer relativ hohen sympathischen Aktivierung, In a high sympathetic activation, oder Kampf, I choose zurückziehen oder etwas a fight or fleeing. mal die Situation auflösen kann. Dann So if I can't solve the situation, Vagusast aktiviert. then the dorsal Wir vagus gehen is also activated. vom ventralen Vagusast, wo wir So we go from the Optionen ventral zu finden vagus, haben, wo wir Wahlmöglichkeiten where we haben, have mehr in den choices. wo die Wahlmöglichkeiten We go kleiner geworden sind, to the wo wir sympathicus, mehr auf where we der reflexartigen Ebene react more on a reflex gestellt sind level, und rutschen dann noch and then we weiter slide in einen further Überlebensmechanismus, und zwar in a survival die mode, Erstarrung. the freezing. Das kennt ihr wahrscheinlich alle, wenn ihr mal Tierfilme geschaut habt. You probably know this if you have Jagd looked von den Löwinnen, dann animal versucht sie movies, zunächst, documentations, Flucht. when the Sympathikus ist voll aktiviert, davon zu when kommen. the gazelle Aus, is kann die Löwin fleeing sich an der first. Brust verletzen oder in die Flucht schlagen. She's running Wenn das first, dann aber noch weiter anhält und sie merkt, but if so, it sie continues kann der Situation and she so realizes that she entkommen, can't dann gibt's diesen get out of the Zustand. situation, Von einem Moment she auf den is anderen freezing. kollabiert die Antilope, She's liegt collabating. am Boden, der Herzschlag geht ganz runter, die Atmung geht ganz runter. She lays on the floor, Möglicherweise the denken die Löwinnen, das Tier ist tot. Es hat einen Herzinfarkt bekommen, The es ist heartbeat tot. Die lowers. Löwinnen essen kein Aas. so maybe the lion thinks the Frustriert macht sich die gazelle Löwin is davon dead, und die and Antilope steht auf. because the lion doesn't eat Erlebt dieses neurogene Zittern, die hohe Ladung an doesn't eat dead meat, so they go away, and das neurogene the gazelle Zittern stands up, has the neurologic shivering, und findet ihren Clan, and continues after finding her hungrig und frustriert. herd. Was macht der dorsale Vagus? Das ist So what is the dorsal vagus ein doing? ganz sinnvoller, in uns und in allen Säugetieren etablierter Mechanismus, um in solchen extremen Gefahrensituationen Ressourcen zu sparen. It's a very meaningful Eben, es kommt zu diesem Schockzustand, Todstellreflex, Erstarrung. Und wie kennen wir das als Menschen? Kennen tool. wir It helps Zustände und dissoziative. to survive. We have, for example, Was this uns hilft, freezing. um mal da We wieder rauszufinden, save wäre dann resources. zum Beispiel eine sympathische Aktivierung, auch da There's also wieder dissociation, but also depression. rauszukommen. Oder wenn wir den Weg gut kennen, wenn wir den Weg gebahnt haben in meditativer Übung, dann in den ventralen Vagus. And we can prepare the way back to the ventral vagus through, for example, meditation, to come back from this dorsal vagus Ich möchte state. über eine andere Aktivierung im autonomen Nervensystem sprechen, die wir recht I want häufig to talk about vorfinden. another activation in the nervous system. Und das ist die sogenannte paradoxe Aktivierung. It's the Wenn paradox sowohl der activation. Parasympathikus It's when the aktiviert ist, parasympathicus is very high gleich activated, and at the same time the Es gibt sympathicus. einen erhöhten Herzschlag, es So gibt there's a einen higher erhöhten heart rate, Blutdruck, blood das pressure is Blut high, zirkuliert, vielleicht schwitzen wir. maybe we are Gleichzeitig sweating, gibt es einfach diese parasympathische and at the same time there's the parasympathetic relaxation, expansion. Das macht eine
relative Intensität It's a im high Erleben und in der intensity Aktivität im Gehirn. in the Das brain, gibt bei in the Vorerfahrungen, Gipfelerlebnissen, bei sogenannten spirituellen, transpersonellen you can experience this in transpersonal experiences, in the flow. Es ist gut, wenn man auf solche intensiven It's Erfahrungen good oder to Zustände im Nervensystem ein bisschen geübt ist. It's good if you Wenn man are trained in Möglichkeiten these hat, sich wieder zu erden. paradox activation. Is good to be able to root yourself, to ground yourself. Wie kann ich mich da erden? Wie kann ich auch in der meditativen Praxis das lernen? How can I learn this in the meditative practice to stay in these states and to relax there? Ich wollte nochmal auf den Kompass zurückkommen. Also das könnte I wanted to come back to the compass. You can think that the lower half is folding up. Wenn ihr euch das vorstellt, wenn die untere Hälfte nach oben klappt, So if the lower half is on the top and you have the ventral branch activated, Zustände. Von dort aus können wir diese Räume öffnen und erforschen. you will feel Wenn aber das untere very der comfortable dorsale Ast ist aktiviert, state. dann kann die Amygdala, zu der kommen wir noch, die ist zuständig für unsere Angstreaktionen. But also there can happen a activation of the amygdala, which is responsible for our fear reactions. Dass einfach eben die paradoxe Aktivierung, dass es eine gewisse Ähnlichkeit gibt in der Aktivierung von meditativen Zuständen und von Schockzuständen. And this can happen because there's a similarity between meditative state and a shock state. Durch das Somatic Experiencing ist viel Information geflossen an Meditationszentren. Auch dann zurück weit bis nach Tibet, dass viele Menschen, wenn sie in meditative Zustände kommen, traumatische Bereiche in ihrem autonomen Nervensystem aktiviert werden. And it can happen that traumatic areas are activated in a meditation. It can happen a re-traumatization, and it's important to know this. Zum Beispiel in einer meditativen eigenen Praxis Wege findet, wie man da sich wieder balancieren kann. And it's important to find ways to rebalance yourself in your own meditative practice when things like this happen. Das wäre einfach nur noch mal kurz zur traumatischen Reaktivierung. This is just about the traumatic reactivation in the dorsal Diese vagus. Dissoziation vom eigenen Körper erleben, die Dissoziation vom Fühlen und Denken. So this is when the dissociation of the body and of the feeling and the thinking can happen. Jetzt, was holen wir uns ab in der meditativen Praxis, wenn wir das autonome Nervensystem So what do we pick up from this meditation about the autonomic nervous system? How can we navigate? Aufmerksamkeit über die sympathische Of course, Aktivierung, awakeness and consciousness, Entspannung und Gewahrsein, relaxation, über die parasympathische Aktivierung, tiefgehende innere und äußere Wahrnehmung. Wenn wir nämlich in die deepening of the inner and Bereiche outside hineindringen wollen in der perception. Meditation, die nicht sprachlich verankert sind, dann sind wir darauf angewiesen, dass wir ein gut ausgebildetes autonomes Nervensystem haben, dass wir mit dem in Beziehung sind. It's important to be in a good relationship with your nervous system. Das ist da gemeint mit If you are entering in not verbalizing spaces, körperliche, areas. sinnliche Lebendigkeit. Meditation hat ja nichts damit zu tun, irgendwie nur in Kühle
corporal vitality. Zu sein, sondern das ganz körperlich, sinnlich, wach, lebendig zu erleben. To experience it very Die awake, sympathische Aktivierung, eingestimmt sein auf sich selbst, auf die Welt. a very sensual experience. Zugehörigkeit zur Welt, das kommt daher, dass das autonome Nervensystem Belonging to this die world. ersten 3 Lebensmonate sich kodiert, die Zeit, wo wir aus einem Universum geboren werden in ein erweitertes Universum. Da ist For this is very important. The first 3 months Sein in der Welt, das ist im autonomen of Nervensystem every geprägt. person's Und life, da when they erschüttert enter into a new Zeit, universe. sind die auch dort zu verorten und dort abzuholen in der meditativen Praxis. In dem autonomen Nervensystem, wenn man lernt, sich da drin zu navigieren, If you learn to navigate yourself in the autonomic nervous system, Energiefeld ansteuern, formen. Und wenn ich das I für can mich form my mache, energy. also das If I can do this for myself, I can also do this with a group. Sicherheit im Umgang mit der paradoxen Aktivierung und hohen Energiezuständen. Also the safety with the paradox activation and the high energy. Also wie wir das machen, dafür würde ich eben dann den Workshop anbieten. So how do we do this? I am offering this workshop in the afternoon. Die verschiedenen Bereiche des Nervensystems in der Meditation adressiert. How we can address the different areas in the autonomic nervous system. Das würde ich vielleicht euch gerne noch zeigen. I think I would like to show you Thema Atem. to the Mit jedem Atemzug, mit jeder topic Einatmung breath. aktiviert sich das System ein bisschen und With mit jeder every Ausatmung entspannt es sich. breathing in, the nervous system is activated, and when I breathe out, it's Herzschlag relaxing, steigt ein bisschen, der Herzschlag just on the sinkt. physical level. Aber es findet auch eine Zirkulation der Flüssigkeiten statt, die im But there's also a circulation of the liquids in the sogar spine das ganze happening. Gehirn geht ein bisschen nach vorne und zurück mit jedem Atem. in the brain. Das ist unter anderem ein entscheidender Faktor, um die Zirbeldrüse zu stimulieren. Die Zirbeldrüse ist ein ganz interessantes Hormon. The pineal gland is activated like this through the breathing, through the movement that is caused by breathing. It can awaken the third eye. Das ist ein weiteres großes Kapitel. Die It's a big chapter about the pineal gland. Ja, viele Möglichkeiten der Atemverwendung. So there are also a lot of different possibilities about breathing. So I'm going to jump the different ways of breathing. Die limbischen Strukturen anschauen. So I want to look at you at the limbal structures. Eben in der Amygdala, Hippocampus, Gyrus Cinguli und die mittlere Schicht des So we're here in the amygdala, the hippocampus, the gyrus cinguli, and the middle layer of the small brain, the cerebellum. Noch nicht, ihr habt es schon. Bei mir. Jetzt kommt's. Was ist da kodiert? What is there coded? Das limbische Nervensystem hat The eine limbal Prägungsphase zwischen dem 3. Lebensmonat und dem nervous 3. system is Lebensjahr. mostly Doch auch noch eine große Spanne, wo wir nicht verbal sind, wo wir noch keine impacted in Begrifflichkeit the haben, wo wir noch nicht selbst zum Kühlschrank gehen können, wenn wir Hunger haben. first Wir 3 unsere months. Bedürfnisse nach Intimität, nach auf den Arm genommen werden oder alleine sein, irgendwie anders Through the connection between facial expression and internal effects, da sind.
The child can be calmed or aroused by social contacts. Dort eben können wir Gefühle erforschen. We can explore emotions, expand our emotional spectrum. In the limbal system, there's the safety in relationships. Und dann eben das, was ich am Anfang schon mal kurz erwähnt habe, Misattunement reparieren. And we can repair misattunement. Eingestimmt sein und ein Herausfallen aus dem. Irgendein Missverständnis, irgendeine Fehlwahrnehmung und eine Irritation. Und im limbischen System ist verankert, inwieweit habe ich eine Sicherheit da drin und ein Vertrauen da drin, dieses Misattunement auch gerade wieder zu lösen. How can I solve this mistuning? And this is all anchored in the limbic nervous system. Und in dem Moment, wo ich aufs Fahrrad das Gleichgewicht versuche zu finden, hat er irgendwas Spannendes gerochen und zieht einen Moment. Und ich auf dem Fahrrad mache und beguckt irgendwie ganz erschreckt. Und dann sage ich, ist alles gut. Also wie ein kleines Beispiel von Attunement, Misattunement und gerade wieder repariert. So how can I react in certain situations of a misunderstanding? For example, when I'm on the bike and my dog is pulling me, first I react like, and then I can say, okay, no, everything is fine. Neugier und Interesse ist auf der Landkarte des limbischen Systems. Also on this map we can find interest, curiosity, ausreichend Interesse. Sobald das Interesse nachlässt, lassen wir irgendwie unsere Praxis auch wieder fallen. Genau, Gefühlspalette hatte ich schon erwähnt. Auch das Gefühl für Wirklichkeit ist dort verankert. Wir haben immer mal so eine Frage gestellt, ob zum Beispiel die Erzählungen von Castaneda in den Büchern über Don Juan, ob das Wirklichkeit abbildet oder ob das so eine Karl-May-Geschichte ist. Also so habe ich we have also there planted is the feeling for reality. Like, what can I trust in, or is it just a story? And if this is not really built, I can heal this in a meditative state. I can intensify feelings, but also I can let go of feelings. Some really interesting informations about the heart in the limbic system when we are talking about emotions. We feel it in the heart area. The heart is having its own nervous system with a lot of neurons, which is not depending on the brain. It's the intrinsic nervous system conducted by the heart. The heart is producing a very strong electric field. It's much stronger than the one of the brain. There are more nervous connections from the heart to the brain than the other way around. Dieses Feld verbindet uns dann mit dem umgebenden Feld. So this field is connecting us with the field around us. Was uns umgibt. It's connecting to the energy field around us. Das Erwachen im Herzen, das Erwachen für die Herzpersönlichkeit, Kascha hat es ja heute Morgen auch erwähnt, ist ein Thema, um das sich der Samuel viel gekümmert hat, über das er viel geschrieben hat. Das eine Buch habe
ich jetzt mal ausgewählt, was sich damit beschäftigt. So around this heart, this field around the heart, also Samuel Widmer wrote a lot. Herzkohärenz, das ist seit 1990 im Heart Math Institut beforscht worden, dass wenn wir verschiedene Gefühlszustände durchleben, dass die Intensität dieses elektromagnetischen Feldes um das Herz, das Herz umgibt, dass das sehr unterschiedlich ist. Oben seht ihr da Here you can see measurements on Gefühle von Frustration, how the electromagnetic field is changing with different emotions that you have. On the top there is a heart that is feeling difficult feelings like loneliness, being left alone, and the lower one is about more coherent emotions. Die meditative Praxis forscht. Werde übernatürlich ist ein Titel, den ich ganz, ganz unglücklich finde, aber trotzdem der Inhalt ist lesenswert. Here is a book that I would recommend you. It's called Become Unnatural, but I think it's not matching really this book. Ist, dass dieses kohärente Herzfeld wie ein Verstärker wirkt aufs Gehirn. Und dann what's interesting that this coherent heart field has a very strong effect on the brain. Und sind ausgerichtet, schlagen wie im selben Rhythmus und bringen dadurch natürlich ein viel stärkeres Feld zustande. Das ist die Art und Weise, wie die Herzkohärenz das Gehirn beeinflusst. Da nochmal eine Abbildung aus dem Buch von Joe Dispenza. Über den Vagus und über den Grenzstrang vom Sympathikus werden diese Informationen zum Gehirn geleitet, über den Thalamus verteilt im Gehirn, das sowohl ein Here you can see how this field is affecting the brain, and with this the vagus nerve and the spinal cord. Wir können das mal sehen, das ist eine Frau, die zu Beginn der Meditation ist sie, das sind jetzt im EEG Gehirnwellen abgeleitet. Here you can see the EEG of a woman before a meditation. Ich weiß nicht, ob man sehen kann. The beta wave. Die Wellen sind sehr klein, sie sind chaotisch. Das ist unsere range we refer to when we are in contact with the outside world. Die Fokussierung im Herzen auf Sicherheit, auf Wohlwollen. And then she's changing in the alpha area, where we are relaxed, calm, creative, and well connected to our intuition. We are closer to daydreaming than analyzing, closer to trance-like state than planning and evaluating. Haben wir schon recht viel Worte gehört. Now we already heard a lot of words. I would invite Sasha vom Monochord in allen Bereichen zu fluten, in Schwingung zu bringen. To flood us with auch ein bisschen zu entleeren. Music on all the different levels, to maybe even empty us.
hope you got a little insight, not just of the relaxation, but also of the activation through the monochord. Würde ich gerne noch das kortikale System mit euch besuchen. I want to visit with you the cortical system. Das habe ich extra besetzt. Ah ja. Abschließen, genau, das wäre der Sascha gewesen. Die heißen Kortikale System. occipital lobes, parietal lobes, sleep lobes. So this is the occipital lobes, the partial lobes, and the sleep lobes. Geben unterschiedliche Impulse in der Meditation und die äußerste They give different impulses from the prefrontal cortex. wo der Differenzierungsgrad auf der vertikalen Ebene abgebildet ist und auf der horizontalen unsere Motivationsebene. So again we can see on the vertical one Bereitschaft zu verzichten. the different layers of comprehensive mentalization and the simple mentalization, and on the horizontal one is the impulse inhibition and the acts of will. Starke Absicht zu entwickeln, dem Ziel auf der Spur zu bleiben mit sich. Here I can develop a strong intention. Shh. Vielleicht ganz kurz, das finde ich auch noch ein interessanter Aspekt. Just really short, what I found a very interesting aspect. Die Sachen, die nicht funktioniert haben, die The things that didn't work, die mehr zu that gewichten als Dinge, made an injury, das war they were more heavy das war in hilfreich. Und wir in evolution. ich It kenne was helpful in der to Selbsterkenntnis in der Therapie, dass es so eine Tendenz gibt, das, was nicht gelungen ist, das, was schmerzhaft ist, irgendwie, das hat mehr Sog, das hat eine größere Anziehung. it has Das ist auch untersucht worden, eben der Daniel Stern hat a higher relevance in our diese Tendenz haben. perception. In der meditativen Praxis können wir eben auch den gelungenen, And in the meditative practice, we can also Platz einnehmen. look at the things that worked out, that are going well. Überlebensmechanismus. Aber ich kann das balancieren. So it's not just about the survival instinct, but also to recognize the other side. Ich gehe mit vorklicken. Das sind einfach die Bereiche, wie wir den kortikalen Bereich in der Meditation nutzen können, für was wir das nutzen können. This I want to skip a little bit. Genau. Das finde ich auch nochmal sehr spannend, dass mit mehr Erfahrung in der Meditation And it's interesting that with more experience in the meditation, dann ist zu viel Aktivität im Kortex. so if we learn something new, there's a lot of activity in the prefrontal Wenn wir cortex. dann mehr Erfahrung damit hatten, dann kann der Kortex in den Hintergrund rücken. If we have more experience, the cortex can go more in the background and we Anderen Ebenen slide in different levels where we don't have to think that much. We don't have to use that much of language or control. und durch diese Synchronisierung And through this synchronization that we talked about earlier, können alle zusammen these different layers, they can einfach diese EEG, die Gehirnwellen ab, die würde ich euch gerne noch zeigen. they can swing or oscillate together, Im Zusammenhang sind and with this worden, they can change the EKG, enorm zunimmt. the EEG. Richard Sorry. Davidson ist ein Psychiater mit einer meditativen Praxis. The Der hat Richard Davis is Gespräche mit a Dalai Lama stattgefunden. Das kann man im Internet finden. Also es is a kann man researcher that has Dalai worked Lama with Vater.
meditation, and he was talking also with the Dalai Lama. He was able to do research with monks that had more than 10,000 hours of meditation experience. He could see great differences from brains that are not that experience a meditation. Even in the daily life of the monks, he could see these differences, not just in the meditative state. Wenn wir wechseln in den Alpha-Zustand, dann sind wir schon mehr in der Gegenwart, mehr nach innen fokussiert als nach außen. Das sind alles die Zustände, die wir gut kennen in der Meditation. Here we can see different waves of the waves that the brain is producing. Der Körper ist einfach nicht mehr von Bedeutung, der löst sich auf, der ist gar nicht mehr. So it seems like the body is dissolving, it's not important anymore. Das ist ja auch ein schwieriger Übergang. In the delta waves, it also occurs during regenerative deep sleep. States in the delta range have been measured in meditators whose bodies were sound asleep, but whose brains were processing high amplitude energies, as we've seen on brain scans. When questioned later, such individuals reported an intense experience of oneness. Diesen Teil, der uns zur Verfügung ist, der in jedem von uns angelegt ist, den bewusst wahrnehmen zu können, dass wir einfach dann der meditative Zustand, der bewusste Zustand und da eben auch nochmal diese hohe Gamma-Aktivität, eine ganz hohe energetische Ladung im Gehirn. Das ist dann gut zu wissen, dass man nicht verrückt geworden ist. So there's a high activity of different waves, and in these cases, when you arrive in this meditative state, it's good to know that you didn't turn crazy. Hier nochmal kann man das sehen, auch nicht gut, ne? Typische Beta-Wellen, noch eine Abbildung von den Alpha-Wellen und dann. Here you can see a typical beta wave or a alpha wave, or the now you see is a gamma wave activity. With this I want to close and to give some space for questions that might occur or comments. Hier ist eine Frage, kriegen wir ein Mikrofon oder? Nicht zu hören. Du hast ja beschrieben, das elektromagnetische Feld des Herzens. You describe the higher electric field around the heart. Und was eigentlich dieses auch elektromagnetische Feld? So when I'm in Berlin in my house with my phone, it's also electromagnetic waves. So what does it make with our body? So yes, this can intervene with our electric field, and so it has an influence on our health, our physical health. Fluch und der Benefit von der Technik. So it's the curse and the benefit of this technical inventions.
I would like to ask a question about breath. You said breathing in, breathing out. Relax and constrict. And darf ich auf Englisch schnell fragen? Ja. If you're taking a breath in and then you hold 1-2 seconds and then exhale, is there a benefit to doing that in your opinion? And if so, what is that benefit? Ja, also weißt du, die Atemarbeit in der Meditation ist auch ein ganz weites Feld. The breath work in the meditation is a wide field. So it seems like if you hold the breath after breathing in and breathing out, also holding the breath, it can intensify the impact. It can relax more. Die parasympathische Aktivierung. Und es käme ein bisschen drauf an, wenn ich in meiner alltäglichen Praxis, Meditationspraxis bin, ja, merke ich gerade, ich bin eigentlich müde und ich möchte gerne ein bisschen mehr sympathisch, dann würde ich die Aufmerksamkeit auf den Einatmen. So if I want more sympathetic activation, I take more intention in the in breathing in. If I want more relaxation, I breathe more out. To activate the different nervous systems. So with the breathing you can do a lot of great work. Du hast einen französischen Akzent. Das ist leicht. Eine Frage noch zu den dorsalen und ventralen. So one question regarding the dorsal and ventral. So when you describe that the dorsal path can awaken the memory to traumatic experiences or to psychedelic experiences. So connecting this to a psychedelic experience where also this can happen. So the important thing is that you know it, that you take care of it. So it's very difficult in a very strong activation. So it's important if you practice that you to practice this, the path out of this. In den ventralen Vagus erst, weil du das geübt hast in der Meditation, weil du weißt, wie du dich in Sicherheit verankerst, in Akzeptanz, in Wohlwollen, dir freundlich gesinnt sein. Du weißt, wo du bist auf der Landkarte. Allein das, wenn du weißt, wo du bist auf der Landkarte, oh, ich rutsche in den dorsalen Ast, öffnet dir Optionen. So it's important that you know where you're on this map, on the ventral, the dorsal. You can navigate more also towards the other one. If you know, I'm sliding down or I'm sliding there. So it's important to practice in little steps, because if you get in this state, sometimes it's very difficult to get out of this traumatic experience.